Es fängt echt gut an. Wir sind in Bosnien. Ich bin alleine. Eigentlich sollte mich Akim begleiten. Ich flog mit Akim nach Banja Luka. Unser Plan, auf Güterzügen durch Bosnien nach Süden zu reisen. Doch bei unserer Ankunft wollten sie Akim nicht einreisen lassen. Sein Pass ging mal verloren und war für wenige Tage gesperrt, wurde dann gefunden und wieder freigegeben. Doch das bosnische System ist so alt, dass es einst gesperrte Pässe nicht entsperren kann. So zogen sie seinen Pass ein und verweigerten ihm die Einreise. Ich wartete Stunden, bis ich mit Akim reden durfte. Es würde erst abends eine Entscheidung fallen, ob er einreisen darf oder nicht. So beschlossen wir, dass ich schon mal nach Banja Luka fahre und den Bahnhof abchecke. Banja Luka? Не может быть готово. Сегодня не может быть готово. В понедельник после обеда. Сразу закончили. Спасибо большое. Спасибо. Naja, Situation am Bahnhof ernüchternd. Die hier fahren in die falsche Richtung. Die da kämpfen. Abends telefonierte ich mit Akim. Die gute Nachricht, sein Pass wurde entsperrt. Die schlechte, es bringt ihm nichts, da sie seinen Pass einbehalten und vernichten. Und ihn selbst zurück nach Deutschland deportieren. Also vereinbarten wir uns, in 3 Tagen in Ogulin zu treffen und die Strecke Richtung Knin zu fahren, die Ivan und ich damals nicht geschafft haben. Jetzt ein bisschen Knoblauch gönnen. Gradischka, da wollen wir hin. Ich trampte Richtung Kroatien und nach einem kurzen Ride nahm ich einen Typ mit, der bis nach Zagreb fuhr, was mir sehr entgegenkam. Na, oh, Juch. Alter, hast du mich erschrocken. Okay, ich wollte sagen, na gut. Es fängt an zu regnen. Das war ja witzig. Und es wird auch langsam dunkel. Heißt, ich suche mir jetzt einen Schlafplatz, wahrscheinlich einfach wieder einen Waggon. Und dann machen wir morgen hier auch gleich weiter. Ja, das war also der heutige Tag. Wir haben es nach Zagreb geschafft. Radikale Planänderung. Und morgen versuchen wir dann Richtung Ogulin zu surfen. Derweil sage ich bei dem Regenfall gute Nacht. Brauchst du Hilfe? Du schaust so lost aus. Das sieht besser aus. Und was steht da? Šibenik Luka. Ha, sehr gut. Das ist unsere Richtung. Luka bedeutet übersetzt Hafen. Ich sehe da vorne das rote Signal. Sobald das auf Gelb schaltet, darf rüber rennen. Okay, es geht los.
zweimal gesehen, so ein Scheiß. Verdächtig langsam. Wir haben ein Problem. Okay, weg hier. Shit. Ich werde jetzt ein bisschen nass, aber okay. Fuck. Oh Mann, ich will den nicht aufgeben, aber die werden jetzt gleich nach mir suchen. Vor allem der Typ gerade eben. Mit bisschen Glück sagen die gleich, okay, der ist weg. Aber ob ich den dann noch mal krieg? Okay, gehen wir. So schwer mir das fällt. Okay, neuer Plan. Der Zug steht immer noch. Ich bin jetzt rausgegangen. Da vorne ist eine Mautstation mit der Autobahn, die direkt nach Karlovac führt. Dieser Zug fährt ebenfalls über Karlovac. Und ich gehe davon aus, dass er dort mindestens eine kleine Pause machen wird. Deswegen habe ich beschlossen, nach Karlovac zu trampen, auf den Zug oder vielleicht auf einen anderen in Karlovac zu warten. Und dann geht es weiter Richtung Ogulin, weil ich glaube, an der Station sind die jetzt äußerst vorsichtig. Also auch wenn er losfährt, werden sie wahrscheinlich ganz genau hinschauen. Und wenn ich nochmal gesehen werde, dann erwartet mich wahrscheinlich an der nächsten Station die Hölle. Ich glaube, zweimal wollen die sich nicht verarschen lassen. Gut, da hinten ist Zagreb, da kamen wir jetzt her und
Da ist die Mautstation. Der Witz an Kroatien ist, das Trampen an den Mautstationen ist eigentlich verboten. Oh, ich glaube, der wollte mich irgendwie mitnehmen. Der hat schon so geguckt, aber wusste nicht so, braucht er oder nicht. Ja, es ist eigentlich verboten, aber nirgendwo in Kroatien funktioniert Trampen so verdammt gut wie an den Mautstationen. Ich denke, wir kommen schnell weg hier. Okay, wie geil, das waren Sekunden. Das waren einfach Sekunden. Der allererste. So geil. Voila. Also, danke. Ciao. Tschüss. Jetzt muss ich tatsächlich darauf hoffen, dass der Zug, auf dem ich erwischt wurde, hier noch vorbeikommt und nicht bereits weg ist. Fuck, ich glaube, das war mein Zug. Ich glaube, das war mein Zug. Ah. Mein Plan ging nicht auf. Der Zug fuhr durch, ohne anzuhalten. Es kam auch kein anderer Zug bis Sonnenuntergang. Also legte ich mich schlafen und fuhr am nächsten Morgen mit dem Passagierzug nach Ogulin, um mich wieder mit Akim zu vereinen. Ich werde jetzt noch 1,5 Stunden warten auf Akim und dann fahren wir ein paar Stationen weiter zu einer gigantischen verlassenen Fabrik und werden die dann heute ein bisschen erkunden. Und morgen ist vielleicht das Wetter auch ein bisschen besser. Der gerade eben an der Haltestelle, der mit der roten Jacke. Der dachte sich, er will mir anscheinend beim Urinieren ein bisschen Gesellschaft leisten. Und ich dachte mir, okay. Und hab Okay, nur, ganz kurz, du wurdest abgeschoben, ja, dann angemacht. dann angemacht und sie hat dir Snacks umsonst gegeben. Und der Polizist war der Beste. Ich so, kam da halt schön alle mit einem Ausweis, ich mit den 2 Zetteln, er guckt mich schon so an. Wissen Sie, was soll ich denn sagen? Die haben mir meinen Ausweis abgeluchst in Bosnien und dann wurde ich abgeschoben und er sei nicht so. Das hat dann, so eine Passkontrolle geht ja zack 10 Sekunden und dann kannst du da in meine hat 20 Minuten gedauert und der Typ hinter mir, da war so ein alter Mann und der hatte gar keinen Bock mehr. Ich glaube, der dachte legitim, ich wäre ein Flüchtling und die ganze Zeit, ja. Und ich so, irgendwann, ja wissen Sie, ich habe mir das auch nicht ausgesucht, hier abgeschoben zu werden, aber nach Deutschland. Und dann war er still. Gott. Gottlos. Dafür hast du eine echt witzige Geschichte. Das stimmt. Ich bin ehrlich, ich finde den Urlaub bisher voll lustig. Ich finde den voll lustig, um ehrlich zu sein. Okay. Da hinten sieht man schon die Fabrik, die wir nun versuchen zu erreichen. Und Akim, was sagen Sie zum Wetter? Solide, fällt mir. Solide. Ja, deine Schuhe tun mir ein bisschen leid in der Situation.
Nice. Alter, was? Wie cool schaut das denn aus eigentlich? Oh Mann, ey. Wir brauchen ein scheiß Boot, um darüber zu kommen. Schau dir das mal an. What the... Ah. Das erspart die ganze Sache ein bisschen. Na super, wir wollten in die Fabrik, um trocken zu bleiben. Und das ist halt irgendwie... Was ist das, Junge? Das ist hier alles unter Wasser. Ja, das ist ja echt krass. Kann auf den Schienen Ja, stimmt. ein Stück würde gehen. Wenn man abrutscht, ist es scheiße. Wenn man abrutscht, hat man verkackt. Das wird jetzt ein echt lustiges Spiel, Alter. Ich weiß halt nicht, wie weit wir damit kommen. Oh mein Gott. Oh nee, echt, oder? Jetzt schon. Jetzt schon. Fuck. Okay, balancieren ist nicht mehr. Ich lauf voran. Okay. Jetzt ist es auch egal. Warte, ich Soll kack. die bis morgen trocken sein? Nein. Ich kack ab, Alter. Er gibt's einfach auf. Ja, was soll ich jetzt noch tun? Ich bin 10-mal reingesteppt. Also ab dem Punkt interessiert mich auch nicht mehr. Misha, konzentrier dich drauf, dass das dir nicht auch passiert, okay? Okay. Warte. Ist okay. Lauf voraus, ich film das. Aber während ich hier versuche zu balancieren, gibt Hakim den kompletten Scheiß. Wenn wir es schaffen, Lagerfeuer hinzukriegen. Ich weiß nicht, ich kann nicht. Wenn wir es schaffen, Lagerfeuer hinzukriegen, dann kriegen wir die vielleicht trocken. Ich glaube, wir müssen die linke Seite nehmen. Ja. Na gut, was ist Prio 1? Lagerfeuer? Und dann alles andere? Ja. Okay, dann machen wir das. Okay, mit dem können wir uns einen richtig krassen Ofen bauen. Ich glaube, meine B-Scheibe hat sich ein bisschen erholt. Nee, jetzt schon. Ich präsentiere Akim der Zirkusaffe. Na, wenn das nichts ist, ja? Jetzt noch mal so. Akim liegt da hinten. Ich leg mich hier schlafen. Ziemlich lustiger Tag eigentlich. Hat mal wieder Spaß gemacht zu craften. Also mein Handy hat mir eine Warnung vorhin angezeigt, dass morgen so viel Regen wie noch nie runterkommt. Mal schauen, was wir machen. Eigentlich wollen wir ein bisschen Train hoppen. Mal gucken.
Hoffentlich werden wir heute Nacht nicht überflutet von diesem historischen Regen. Wir werden sehen. Gute Nacht. Ja, das ist unser Schlafplatz bei Tag. Ja, jetzt werde ich nochmal den Ofen anschmeißen und versuchen, Akims Schuhe weiter zu trocknen. Ach du Scheiße. Ja. Oh mein Gott. Alter, die Schienen verschwinden immer weiter. Also man sieht richtig, wie die langsam absinken. Alter, und hier auch. Da ist er noch ein bisschen über Wasser, aber oh mein Gott. Wie kommen wir heute zurück? Zum Beispiel. So wieder. Okay, dann kommt jetzt der große Test. Na gut. Mal schauen, ob wir hier rauskommen. Oh Mann, der Regen wird stärker. So ein Mist. Ob das so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich versuche nur die ganzen Viecher nicht zu zertrappen, die hier irgendwie um ihr Leben kämpfen. Aber hey, das hat funktioniert. Wow. Tja. Ich bin draußen. Schaut euch mal diesen 1000 Füßler an. Oder 40. Nein! Nein! Weißt du, wie dumm das war? Oh mein Gott! Dieser 1000 Füßler hat mich gefickt. Geil! Oh mein Gott, wie dumm war das? Nein. Warte. Ja. Gottlos. Hey, wir haben einen linken trockenen Schuh und einen rechten trockenen Schuh. Oh mein Gott. Wie nervig. Egal. Ja. Hier außenrum, oder? Muss man halt hier wieder ein bisschen. Wie weit es hier unter Wasser steht. Ach, gar nicht, oder? Oh, das ist der von heute. Da fuck. LOL. Jetzt gibt's Stealth Action, I guess. LOL. Ey, zum Glück sind wir nicht übers Tor gesprungen. Okay, lass uns mal hier kurz verstecken. Jetzt muss man die Schnauze halten. Jetzt fährt er durch. Oh fuck, irgendwo eigentlich. Ja. Okay. Wir nehmen jetzt den Zug zurück nach Ogulin, wo wir gestern waren.
und schauen, wie die Situation am Bahnhof ist. Ob wir eventuell einen Zug Richtung Knin bekommen. Wir fuhren zurück nach Ogulin und checkten den Bahnhof aus. Wir hatten Glück und fanden einen Zug Richtung Knin. Diesen zu reiten würde uns verdammt nah zum Ziel bringen, die adriatische Küste. Leider kann ich viele lustige Szenen hier nicht zeigen, doch in der Beschreibung findet ihr die unzensierte Version. Wir erreichten Knin bei Anbruch der Dunkelheit und beschlossen abzusteigen, da wir den Rest der Strecke bei Tag sehen wollten. Wir holten uns eine Pizza und eine Unterkunft und ruhten uns aus. Jetzt erstmal fette Pizza essen. Und dann versuchen wir nach Split zu kommen. Interessant. Hier gab es mal Oberleitungen, aber die wurden abgebaut. Wir verbrachten den halben Tag neben den Schienen ohne Action. Uns fiel auf, dass nicht mal Passagierzüge kamen, obwohl laut Zeitplan hätten welche kommen sollen. Auch der komplette Bahnhof war abgeschlossen. Wir vermuteten, es gäbe irgendein Problem mit den Schienen und beschlossen, das Ganze mit den Zügen erstmal aufzugeben. Akim und ich haben uns jetzt überlegt, es wäre eigentlich super lustig, zur Küste auf irgendwas runterzufahren, was jeder hat. Ein Fahrrad oder einem Roller oder so. Also haben wir beschlossen, wir laufen jetzt mal in die Stadt rein und fragen mal rum, ob wir von
irgendwem 2 schäbige Räder abkaufen können für wenig Geld. Es wäre lustig. Ob das klappt, mal schauen. Passen wir da zu zweit drauf? Ich glaube, ich habe gefunden, was das billigste Ding auf Rädern ist. Ja, okay, nice, danke. Ah ja. Das sind ein paar Stück. 100 für beide. Ja, Paco, schwarz. Ja, Ja, original. okay. Alles gut. Schön, bitte. Naja, was soll ich sagen? Nicht das allerbeste Fahrrad, aber es bringt uns voran. Okay, Test für die Bremsen. Geht. Nice. Es hat halt so einen ultra niedrigen Gang, also man muss super viel strampeln, aber man kommt nicht wirklich viel voran. Aber egal. Hauptsache es bringt uns weiter. Und so versuchen wir nun an die Küste zu kommen und die Fahrräder dann wieder zu verkaufen. Aber wie ihr sehen könnt, die Sonne geht langsam unter, also werden wir noch ein paar Kilometer weiter strampeln und dann müssen wir auch schon Aussicht auf einen Schlafplatz halten. Okay, stimmt zu, spätestens hier hätten wir mit dem Einkaufswagen verkackt. Das erinnert mich an gewisse Passagen, die ich auf der Krim mit dem Moped gefahren bin. Nur diesmal mit dem Fahrrad. Nice. So macht das Spaß. Einfach runter cruisen und die Aussicht genießen. Achtung, Draht. Ja. Ja, ansonsten hier. Hier hat jemand für uns sauber gekehrt. Okay. Yeah, boy, weiter geht's. Boah, Junge. Die arme Puperze. Und mit kolossalen Arschschmerzen sagen wir guten Morgen. Haha, Meisteringenieur, Alter. Tja, nach jedem Hoch kommt ein Tief, ne? Und so runtersliden, haha, macht das schon
Mit sehr viel mehr Spaß. Wow, ich glaube, das ist der einzigste ausgetrocknete Fluss oder Bach in Kroatien momentan. Ja, so stelle ich mir das Ganze doch vor. Einfach nur dran setzen und runtersliden. Ah, nice. Ja, erstmal Fahrrad. Die Stadt hier hochschieben. Wir verlassen nun die Hauptstraße und biegen ab Richtung Krka, dem Nationalpark. Wird eine sehr schöne Route, denke ich. Nice. Wow. Schau ich das an. Boah, krass. Aber ich glaube, nachdem wir das alles runtergefahren sind, dürfen wir alles wieder hochfahren. Krass. Junge, was eine Aussicht. Okay. Krass. Olivenölspray. Olivenölspray, wie wild. Das darf nur nicht auf die Bremse kommen. Du musst es Ja, aber wie ziehen. fest. Oh krass. Ja, das ist ja richtig fest. Schiebeneck. Nice. Wir erreichen die Küste.
Perfekt, oder? I have some nice bikes und sales strange. Als wir Šibenik erreichten, versuchten wir unsere Fahrräder wieder zu verkaufen. Es dauerte etwa 2 Stunden, da kamen Jasmine und Manuela. Sehr freundliche Leute, die uns geholfen haben, ein Fahrrad zu kaufen und uns sogar einen Schlafplatz bei ihnen anboten. Sie braucht es für ein Mädchen, 13 Jahre alt, das wird gut passen. Ach so, okay. Plötzlich kam auch eine Freundin von denen, Ivana, vorbei. Eine Reiseführerin, die meinte, sie führt uns rum, sobald wir das zweite Fahrrad los sind. Es dauerte nicht lang, bis wir auch das zweite Rad verkauften und plötzlich gab uns Ivana, wie versprochen, eine Führung durch Šibenik mit tatsächlich sehr spannenden Geschichten. Also, falls ihr mal in Šibenik seid und erfahren wollt, wieso es kaum eckige Ecken in der Altstadt gibt oder woher die Krawatte kommt, kann ich eine Tour bei ihr nur wärmstens empfehlen. Ihr Instagram findet ihr in der Beschreibung, kontaktiert sie dort. Nach unserem Spaziergang lud sie uns bei Jasmine und Manuela ab. Wir duschten, hatten ein langes und nettes Gespräch in der Küche und legten uns schlafen. Am nächsten Tag gab uns Ivana eine weitere Tour durch Šibenik. Anschließend erkundeten Akim und ich einen verlassenen Bunker, den ich tatsächlich vor vielen Jahren auf einer Klassenfahrt mit 2 Mitschülern betreten habe. Ich erinnere mich daran, wie wir mittendrin darüber debattierten, ob dies noch vom Jugoslawienkrieg vermint sein könnte. Und dann redeten wir darüber, welche Ausreden wir unseren Lehrern sagen könnten, sollte jemand von uns in die Luft fliegen und sein Leben verlieren. Gott, waren wir dumm. Wie weit geht das hier? Ja doch, hier waren wir. Hier beendeten wir unsere Reise. Es war eine ziemlich nasse und anspruchsvolle, dennoch sehr lustige Reise voller Planänderungen. Und genau das mag ich am Reisen. Jeder Tag bringt eine neue Überraschung. Doch manchmal ist es der Begleiter, der den Unterschied macht. Und in diesem Falle muss ich einen großen Dank an Akim aussprechen. Trotz seiner Deportation nahm er jede schwierige Situation mit Humor und machte auch bei jedem meiner dummen Ideen mit. Manchmal vermisse ich es, mit Akim zu reisen, da es wirklich sehr leicht mit ihm ist und er stets gute Laune mitbringt. Ich mag seinen Humor und er bringt mich so verdammt oft zum Lachen, was sich auch auf unserem Heimweg nicht änderte. Oh, krass. Ja, gut. Wie passiert das? Ja, egal, ich war ja schon ein bisschen am Arsch. Gott,